liebe Automobilsportfreunde in Österreich, hier in Sao Paulo am Rand dieser 10 Millionen Stadt von Südamerika befindet sich die Rennstrecke Interlagos. Hier erfolgt in einigen Minuten der Start zum 6. Grand Prix von Brasilien in der Geschichte der Formel 1 und zum Weltmeisterschaftslauf in diesem Jahr nach dem Grand Prix von Argentinien, der vor 2 Wochen einen Sieg für Tony Scheckter im sogenannten Raketenauto des Austro-Kanadiers Walter Wolf gebracht hat. Das Wetter ist heute genauso heiß wie vor 14 Tagen in Argentinien. Wir haben Lufttemperaturen von 35 bis 40 Grad im Schatten. In den Cockpits der Autos wird es Temperaturen haben von 65 Grad. Und ich kann mich erinnern, dass die Fahrer nach dem Argentinien Grand Prix sich alle beschwert und beklagt haben, dass die Wassertemperatur bis auf 135 Grad gestiegen ist und die Benzintemperatur bis auf 100 Grad ist, nur um Ihnen einen kleinen Überblick zu geben, was die 22 besten Automobilrennfahrer der Welt in den nächsten 2 Stunden hier in Interlagos erwartet. Der Ferrari mit der Startnummer 12 ist Carlos Reutemann, hinter ihm James Hunt mit dem McLaren Nummer 1, also der regierende Weltmeister. Das ist die Einführungsrunde, die dem eigentlichen Start vorangeht. Erinnern Sie sich noch einmal an die Autos vom letzten Jahr. Es hat sich einiges verändert gegenüber 1976. Die Startnummer 1 hat jetzt der neue Weltmeister, der Engländer James Hunt. Die Startnummer 12 hat Carlos Reutemann. Der Mann, der sich voriges Jahr im August für $100.000 für über 1,5 Millionen Pfund aus seinem Freifahrtvertrag ausgekauft hat, um die Chance seines Lebens bei Ferrari eines Tages Weltmeister zu werden. Carlos Reutemann hat den Ferrari in die erste Startreihe gesteckt, zum ersten Mal seit dem Nürburgring. Ein Ferrari auf der ersten Startreihe und zum ersten Mal Carlos Reutemann in der ersten Startreihe seit Südafrika vor 2 Jahren. Und der Österreicher Niki Lauda sind im Training so alles tief gegangen, was im Training eines Grand Prix durch tief gehen kann. Lauda ist gestern die 17. Zeit gefahren mit dem Ersatzauto, weil im eigentlichen Rennwagen der Tank geplatzt war und Lauda mit dem Benzinkiste nach einer Trainingsrunde an die Front gefahren ist. Das ist das Grand Prix Training, das Niki Lauda bei Ferrari jemals erlebt hat. 17. wie gesagt gestern im Abschlusstraining, und dank seiner Zeit vom Freitag ist Lauda heute am Start 13. Er steht in der 7. Reihe und neben ihm der Franzose Jacques mit dem Didier Matra. Niki Lauda fühlt sich gegenüber Carlos Reutemann nicht benachteiligt. Allerdings muss man dazu sagen, dass es bei Ferrari nur einen einzigen neuen Heckflügel gibt, der laut Niki Lauda einen Unterschied von 1 bis 1,5 Sekunden in der Rundenzeit ausmacht. Diesen Heckflügel hat gestern für die letzten 15 Minuten im Abschlusstraining der Argentinier Reutemann bekommen. Er hat sich dadurch von der 3. Startreihe in die erste Startreihe vorgefahren. Für Lauda hat man einen Heckflügel modifiziert. Der schaut dem Heckflügel von Reutemann etwas ähnlich, allerdings das seitliche Leitblech bei Reutemann ist aus Stahl und bei Lauda ist es aus Plastik. Lauda ist besonders verärgert, sehr traurig, weil es im Training so schlecht gegangen ist. Ein geplatzter Benzintank, so sagt er, kann einmal im Jahr passieren. Dass der Feuerlöscher bei voller Fahrt in dieser Glutkiste losgeht, kann auch passieren. Dass ihm das Benzin ausgegangen ist in der letzten Runde gestern des Abschlusstrainings, das hat an sich keinerlei Einfluss mehr gehabt. Und am Freitag hatte Lauda wieder einen sehr schlecht liegenden Ferrari zu kämpfen. Die Autos sind auf Initiative von Carlos Reutemann um 11 Millimeter höher gesetzt worden, was als Fehler herausgestellt hat. Man hat für Samstag beide Autos wieder gesenkt. Lauda auf diesen Fehler draufgekommen ist. Dieser Tatsache verdankt Reutemann indirekt, dass er in der ersten Reihe steht, aber das soll die hervorragende Leistung des Argentiniers keinster Weise fehlen. Wie gesagt, zum ersten Mal seit dem Nürburgring ein Ferrari-Fahrer wieder in der ersten Reihe, der 35-jährige Carlos Reutemann aus Santa Fe in Argentinien, und neben ihm schon mit der zweiten Pole-Position in diesem Jahr der regierende Weltmeister James Hunt. Hunt mit der Nummer 1, Reutemann mit der Nummer 12. In der zweiten Startreihe Nummer 5 der schwarze Lotus von Mario Andretti und der zweite McLaren Start Nummer 2 mit dem deutschen J. Maas.
Andretti hatte gestern im inoffiziellen Training am Nachmittag noch ein fürchterliches Erlebnis. Sein Lotus hat auf voller Fahrt Feuer gefangen, das Cockpit hat gebrannt und Andretti sagte, er hat solche Panik bekommen, dass er sich nur gedacht hat, bremsen und so schnell aussteigen wie nur möglich. Andretti ist bei 50 Stundenkilometer ungefähr aus dem brennenden Lotus gesprungen, hat mehrmals dann überrollt im Gras, ist unverletzt geblieben. Das Feuer im Lotus konnte gelöscht werden und was niemand für möglich gehalten hat, aber der Wagen ist fürs Rennen repariert worden. Großer Preis von Argentinien in Interlagos, 40 Runden, zweiter WM-Lauf in diesem Jahr. Carlos Reutemann hat die Führung übernommen. Dahinter ist der Brettem Alpha von Carlos Pace mit der Start 8. Schlechter Start des Trainingsrechts James Hunt. Jetzt hat aber Carlos Pace die Führung übernommen, der Brasilianer auf Brettem Alpha. Pace hat hier vor 2 Jahren schon einen Grand Prix gewonnen. Das war sein jetzt einziger Grand Prix, der Vorjahrssieger. Sie erinnern sich vielleicht, Niki Lauda. Pace, Reutemann, Hunt, Maas, Andretti, Regazzoni, Lafitte. Niki Lauda ist weit zurückgefallen und liegt im Augenblick an der 16. Stelle. Der Vorsprung von Carlos Pace wird größer. Das ist die Kurve 6 Zoll, die Kurve Sonne. Hier hatte der Österreicher Hans Lichter mit dem Curtis einen Trainingsunfall am Freitag. Diese ist unverletzt geblieben und ist vom Trainingscurtis auf den eigentlichen Rennwagen. Da muss ich die Carlos Reutemann. Pace ist der Fahrer, der im großen Preis von Argentinien geführt hat, bis er wenige Runden vor Schluss einen fast Sonnenstich erlitten hat, bis er völlig K.O. gegangen ist und das Rennen gerade noch beenden konnte. Er ist direkt von der Ziellinie dann zur Ambulanz gefahren. Und so hat Tony Texter mit dem Wolf sein erstes Rennen für den Autokanadier dann gewonnen. Und weiter Pace für Reutemann, dann die beiden McLaren von Hunt und Maas. Die erste Runde ist zu Ende. Großer Vorsprung von Carlos Pace zur Freude der Brasilianer. Weiter Reutemann, dann Hunt, Maas, Andretti, Regazzoni, Depailler, Lafitte, Texter, Peterson. Und Niki Lauda lag unmittelbar hinter dem Brettem Alpha von John Moss mit 4. Ausbremsversuch von Andretti hat es nicht geschafft, an Jochen Maas vorbeizugehen. Erster Pace, zweiter Reutemann, dritter Hunt, vierter Maas, fünfter Andretti, sechster Regazzoni, der mit dem Einstein ein großartiges Rennen fährt. Siebener ist Depailler, achter Lafitte, neunter Texter, zehnter Peterson, elfter Fischer, zwölfter ist Fittipaldi, 13. Watson, 14. Lauda, dann Brambilla, Hoffmann. Und am Ende des Feldes rechts von Corsi mit dem Fellow von Jean-Pierre Jarier, der im vorigen Jahr in Interlagos beinahe gewonnen hätte. Eine ungewöhnlich lange Rennstrecke Interlagos, 7,9 Kilometer. Unter den Grand Prix-Piloten ist diese Rennstrecke als glühender Kohlenhaufen. Nirgendwo anders sind die Bedingungen so schwer bei den südamerikanischen Rennen.
Strecke ist sehr wellig, hat sehr viele Buckel. Man muss das Auto hier hervorragend zum Funktionieren bringen, sonst hat hier kein Fahrer eine Chance und dazu kommt natürlich die enorme Hitze. Passe, Reutemann und das ist der BAM von Larry Perkins, der erste Wagen in der Box. BAM hat seit Brasilien voriges Jahr keinen Grand Prix mehr bestritten. Jetzt kommt zum Comeback des Wagens von Louis Stanley. Pilot ist Larry Perkins, der voriges Jahr einige Einsätze für Bremse bestritten hat. Der Wagen war schon im Training um 12 Sekunden langsamer als die 6. Zweite von 40 Runden, unverändert erster Phase, zweiter Reutemann, dritter Hans, vierter Maß, fünfter Andretti, sechster Regazzoni, dann mit etwas Rückstand der Fayet, Lapid, sechster Peterson, 3 Fittipaldi, der Wagen in der Wiese war der hohe Maß des Südafrikaners Ian Scheckter, dem Bruder also von Rudi Scheckter. Jetzt wurde Reutemann von James Hunt überholt. Vierter ist Maß geblieben und in Führung weiterhin Pace. Blick in die Curtis-Box, Zeitlupenwiederholung. James Hunt hat den Randstein fixiert, aber er hat es geschafft, an Reutemann vorbeizugehen. Niki Lauda fährt weit abgeschlagen mit dem Ferrari, mit der Startnummer 11 in einer Gruppe mit Fittipaldi und John Mott. Erster Ausfall als Ian Scheckter auf Maß, erster Boxenstopp, Larry ist auf IAM. Carlos Pace vor James Hunt, Carlos Reutemann, Jochen Maas, Mario Andretti und Regazzoni kann das Tempo mithalten. In der Box der Italiener Vittorio Brambilla, Teamkamerad des Österreichers Hans Binder, das 30 Team ist ja vollkommen neu formiert worden. Carlos Reutemann weiter zwischen den beiden Lektoren von James Hunt und Jochen Maas. Reutemann war in Argentinien Dritter trotz seinem Boxenstopp zum Reifenwechsel. James Hunt war damals der absolut nächste Mann im Rennen und hat auch geführt, bis er wegen einer getroffenen Hinterradaufhängung in die Leitplanken gekracht ist. Maas lag an dritter Stelle, bis sein Motor überhitzte. Unverändert die ersten 6. Pace, Hunt, Reutemann, Maas, Andretti und Regazzoni. Dann Patrick Depailler mit dem Tyrrell als erster der Verfolgergruppe. James Hunt hat sich an Carlos Pace herangekämpft. Das Tempo, das Carlos Reutemann angeschlagen hat, war für Hunt also zu langsam. Hunt kann jetzt das Tempo von Pace mithalten. Paces körperlicher Zusammenbruch in Buenos Aires war durch eine Infektion bedingt. Er hat seither ärztliche Hilfe beansprucht. Vitamintabletten. Die Luftdose Pace ist vollständig in dieses Rennen gegangen. Aber die Temperaturen, ich sagte Ihnen nochmals, 35 Grad, Lufttemperatur 65 Grad, schätzungsweise bereits in den Cockpits
und die Benzin- und Wassertemperatur werden auf 100 bis 135 Grad noch ansteigen. Pace mit dem Bremse im Alfa Romeo 12 Zylinder. Nach der langen Durststrecke im vergangenen Jahr ist man heuer zu einem potenziellen Siegerteam geworden. Zuletzt in Argentinien hat es ja zeitweise sogar nach einem Doppelsieg durch Pace und John Watson ausgesehen. Watson führte die ersten 9 Runden, dann führte Hans bis zu seinem Ausscheiden, dann führte Pace bis er geschleckt wurde und er von Jack wurde. Die Runde geht zu Ende. Pace, Hans, Hansemann, Maas, Andretti, etwas Boden verloren hat Regazzoni. Dann Depailler und Lafitte, Scheckter, Peterson, Tom Preis, Fittipaldi, Watson und Niki Lauda. Es wird nicht mehr lange dauern und James Hunt wird die Führung im Grand Prix von Brasilien übernehmen. Die 5 führenden Wagen schließen sich immer näher zusammen. Pace, Hans, Reutemann, Maas, Andretti. Ein Bremse im Alpha, ein Ari, 2 Megane und ein Lotus. Nicht in dieser Spitzengruppe die Lauda von Südafrika eingesetzt werden. Momentan ist man noch im Teststadium. Andretti, 15 dieser Spitzengruppe, Sieger im schicksalhaften Grand Prix von Japan in Fuji. Vielleicht wartet Hans auch, ob Pace einen Fehler macht. Pace war gestern im Training sehr nervös, ist zweimal von der Strecke gerutscht. Der Druck auf den Lokalfavoriten ist speziell in Südamerika, in Brasilien, natürlich besonders groß. Pace, Hans, Reutemann, Maas und Andretti. Sechster ist ein einsam allein fahrender Regazzoni. Hans Binder liegt an vorletzter Stelle. Er fährt in einer Gruppe den Hoffmann und dem Shadowfahrer Forti. Noch 35 von 40 Runden nicht zu fahren in Interlagos. Wieder versucht Andretti vorzukommen. Maas hat abgeblockt. Wird in dieser Fünfergruppe noch zu dramatisch Rad an Rad kämpfen kommen. So viel steht fest. Die M23 Megane von Hans und Maas liegt bei Volltank nicht optimal auf der Strecke. Das hat im Training immer wieder sehen können. Möglicherweise hat man bei Megane diesen Fehler aber reparieren können, denn heute früh im inoffiziellen Training mit Volltank war James Hunt der schlechteste und Maas nur die dritte Zeit. Niki Lauda übrigens die siebente.
Pace, Hans, Reutemann, Maas, Andretti. Unglaublich die Nervenkraft von Andretti. Vor 2 Wochen in Buenos Aires, Explosion des Feuerlöschers. Es hat die ganze Frontpartie des Lotus damals zerfetzt und Andretti hat im ersten Schock vermutet, dass er keine Beine mehr hätte. Er ist dann ins Rennen gegangen und sehr gut gefahren. Diese Wagen übrigens von Gunnarsson, seinem Teamgefährten. Heute ist der gestern fast abgebrannte Lotus repariert worden. In der Kurve 4 ist ein Wagen von der Bahn abgekommen. Augenblick der Verwirrung hat James Hunt jetzt benutzt, um an Pace vorbeizukommen, aber Pace hat abblocken können. Jetzt allerdings die Kollision. Es war ziemlich genau die gleiche Situation wie zwischen Hunt und Vittorio Brambilla im Grand Prix von Japan. Pace hat allerdings nicht aufgepasst, als Hunt für die folgende Kurve die Ideallinie gehabt hat und ist ihm über die Schnauze gefahren. Es fehlt kein Auto, meine Damen und Herren, es hat uns geprüft durch die Rauchwolke um keinen Unfall. Wir vermuten, dass es sich hier um einen notgegangenen Feuerlöscher handelt. Gerade passiert in dem Augenblick, als ich Ihnen erzählt habe, wie Mario Andretti, der Bordfeuerlöscher, im Training in Buenos Aires explodiert war. Auf jeden Fall kein Druck verwickelt. Die einzige Kollision, und Sie haben sie ja miterlebt, war die zwischen James Hunt und zwischen Carlos Pace. Und hier sehen Sie die Streckposten im Kampf mit einem Defekt, mit einem irrtümlich losgegangenen Feuerlöscher. Die augenblickliche Konfusion hat Hunt genützt, um die Führung zu übernehmen. Ja, das sind Ereignisse, die der Luftdienste in Südamerika immer wieder passieren können. Aber beruhigt sich, meine Damen und Herren, kein Fahrzeug, kein Fahrer verwickelt. Und mit dem Rennen selbst hat sich die Rauchwolke nicht. Erster Hunt, zweiter Reutemann, dritter Maas, vierter Andretti, fünfter Regazzoni, sechster ist jetzt Paillet, siebenter Röppi, achter Scheckler, neunter Pettersson, zehnter Tom Preis, an die Box fährt Carlos Pace, elfter Fittipaldi, zwölfter John Watson, dreizehner Niki Lauda. Und das ist jetzt Carlos Pace. Es hat vorne auf den Schüler zerschlagen, wie das dampfende Wasser ausriecht. Harter Zweikampf jetzt mit Reutemann und Maas um den zweiten Platz. Carlos Pace war dem starken Druck von Weltmeister James Hunt im Nacken, also nicht ganz gewachsen. Hunt ist wie schon in Argentinien der schnellste Mann im Rennen, sein Vorsprung bereits 3 Sekunden.
Die Träume der brasilianischen Rennfans vom Sieg Carlos Paces mit dem Bresem Alpha erfüllen sich also heute in Interlagos nicht. Diese Frontpartie des Wagens kann man ersetzen, aber ob man die Kühler so schnell fliegen kann, das wage ich zu bezweifeln. Reutemann, der an zweiter Stelle liegt, dritter ist Maas, vierter Andretti, fünfter Regazzoni. Auch Reutemann steigert jetzt das Tempo. Reutemann, Maas und Andretti. Siebente Runde im Großpreis von Brasilien, live aus Interlagos. Der Vorsprung von James Hunt wird größer. Sekunden, 3,9 Sekunden genau der Vorsprung von Hunt auf Reutemann. Immer wieder taucht Mario Andretti aus dem Windkasten von Jochen Maas. 12 Reutemann. Sie können beobachten, wie unruhig der Ferrari von Reutemann auf der Straße ist. Der Argentinier versucht, das mit enormem Einsatz auszugleichen. Viel ruhiger liegt der McLaren von Maas und auch der Lotus von Andretti. Andretti hat in Japan dank hervorragender Reifenkenntnisse gewonnen. Auch heute befürchtet man, dass die Reifen heiß werden, dass sie einfach zu heiß laufen und dass wir dann später im letzten Drittel des Rennens einige Reifenwechsel und Boxenstopps erleben werden. Und Andretti fährt, glaube ich, sicherlich nicht ganz an der Grenze des Möglichen. Der Wagen hinter Andretti ist der N1 mit dem ehemaligen Ferrari-Fahrer De Regazzoni. Sechster bereits in Argentinien. Niki Lauda liegt in 13. Position, unmittelbar hinter Emerson Fittipaldi. Die Kameras bleiben aber vorne bei der Sitzgruppe. Verjährt 6, 7. Peterson 8. Top 3 ist 9. Die erste Überrundung und in der Box immer noch Carlos Pace. Die nächste Überrundung und zwar des Marktfahrers Alex Ribeiro.
Die ersten überrundeten also Renzo Zorzi mit dem Cedo, der Italiener, und Alex Rivero, der Brasilianer, mit dem March. March und Andretti. Platz 3 und 4 im Grand Prix von Brasilien nach 48 Sekunden. March hat hier in Interlagos vor 2 Jahren die ersten Weltmeisterschaftspunkte in seiner Karriere erkämpft, aber damit Dritter. Der Rundweg hier in Interlagos ist ungefähr 190 Kilometer pro Stunde. Nach dem Nürburgring ist Interlagos mit 7,9 Kilometer die zweitlängste Strecke im Grand Prix-Zirkus. March bevorzugt lange Strecken, darum auch seine hervorragende Leistung hier in Interlagos im Training und im Rennen. Nach 10 Runden 1:12:2, also Hans Reutemann March. John Watson hat sich weiter nach vorne geschoben und Niki Lauda, das können Sie leider nicht sehen, greift im Augenblick Emerson Fittipaldi an, der an 12. Stelle liegt, und jetzt kann Carlos Pace wieder ins Rennen gehen. Mit einem Rückstand von bereits 3 Runden. Der zweite Prefem Alpha-Pilot John Watson hat eher zurückhaltend begonnen, macht aber im Durchschnitt jede Runde einen Platz gut. Auch Vittorio Brambilla nach seinem Boxenstopp wieder im Rennen. Niki Lauda ist mittlerweile an Emerson Fittipaldi vorbeigegangen und ist jetzt 12. Großer Zweikampf im Augenblick, aber March gegen Andretti.
Wir sind in der 12. Runde des Grand Prix von Brasilien in Interlagos. James Hunt führt weiterhin auf McLaren, zweiter ist Carlos Reutemann, Startnummer 12 auf Ferrari, dritter Jochen Maas, McLaren, Startnummer 2, hier im Bild vor Mario Andretti mit dem Lotus, Startnummer 5. 15. Fähriger Sony im Endschein Nummer 22, 6. Patrick Depailler im 6 Friedrich Tyrrell mit der Startnummer 4, 7. Jacques Lapika, Franzose mit dem Didier Matra, Startnummer 26, 8. Ronnie Peterson Schweden mit dem 6 Friedrich Tyrrell, Startnummer 3, 9. Tom Price, Wade Pedro, Startnummer 16, 10. John Watson, Irland, Brechem Alpha, Startnummer 7, 11. Tony Texter, Südafrika, Wolf, der Sieger des Alpin Grand Prix, Startnummer 20. 12. ist Niki Lauda, Österreich mit dem Ferrari, Startnummer 11. Und an der 13. Stelle ist der zweimalige Interlagos-Sieger Emerson Fittipaldi, Brasilien, mit dem auf gelb umlackierten Kompazuka für alle Fernzuschauer, Startnummer 28. Im Bild unverändert aber und immer wieder nur Maas und Andretti. Hans ist durch, Reutemann, Maas und Andretti, dahinter Regazzoni und Depailler. Niki Lauda hat einen Platz gut gemacht und ist am Tony Texter vorbeigegangen. Und jetzt Unfall von Jochen Maas und von Regazzoni. Hoffentlich funktionieren jetzt die Streckenposten, dass die nächsten Fahrer gewarnt werden können. Lafitte hat sich jetzt gedreht. Das ist in der ersten Kurve nach dem Start passiert, die eine sehr, sehr schnelle Kurve ist. Sie wird genommen mit 260 Kilometer pro Stunde. Zeitlupenwiederholung, der Unfall von Jochen Maas, der den ausbrechenden McLaren nicht mehr hat korrigieren können, und der Unfall des nicht auffolgenden Regazzoni mit der Nummer 22. Das passierte in der ersten Kurve, die wie gesagt mit 260 bis 265 Kilometer pro Stunde genommen wird. Damit natürlich eine völlig veränderte Situation im Grand Prix von Brasilien. Schade, dass das Duell zwischen Jochen Maas und Mario Andretti auf diese Art entschieden werden musste. Schade auch für die hervorragende Fahrer des Schweizer Privatfahrers Regazzoni, der mit dem kleinen Endstein so hervorragend im Rennen gelegt war. Damit Hans und Reutemann unangefochten auf den Plätzen 1 und 2. Die Streckenposten haben nicht sehr schnell reagiert, das ist mir schon beim Training aufgefallen. Hans also vor Reutemann, dritter ist jetzt Andretti, 2,4 der Rückstand zwischen Hans und Reutemann. Lafitte mit 19 Sekunden Rückstand, vierter, Tom Price, fünfter. Sechster ist John Watson, Rückstand bereits 28 Sekunden. Siebenter Depailler und achter ist Niki Lauda mit einem Rückstand von 35 Sekunden.
diese 13. Runde in Interlagos also für Jochen Maas, für Clay Regazzoni. Noch einmal der Stand also nach der 13. Runde. Erster Hans McLaren, zweiter Reutemann Ferrari, dritter Andretti Lotus, vierter Lafitte Didier Mandra, fünfter Preis Cello, sechster Watson Bremlem Alfa Romeo, siebenter De Paillet, Tyrrell und achter ist Niki Lauda. Mario Andretti ist jetzt dritter. Hinter Reutemann. Führung von James Hunt ungefähr 100 Meter. Der Tiroler Hans Fichter mit dem 30 lag vor diesem Unfall an der 15. Stelle und hat sich dadurch jetzt auf den 12. oder 13. Platz vorgeschoben. Am Ende des Rennens unverändert. Renzo Sorge mit dem Shadow und Udo Hoffmann mit dem zweiten Kokosuka. Zuerst also die Kollision zwischen Maas und Martin und dann dieser Unfall von Jochen Maas. Das ist diese sehr schnelle Kurve nach dem Start. Hier hatte Ronnie Peterson einmal vor 4 Jahren großes Glück, weil ihm in dieser Kurve eine Fläche gebrochen ist. Das Teleobjektiv deutet ein Bild von der Vorsprung von Hans beträgt 100 Meter. Zweiter Reutemann, dritter Andretti. Mehr vorbeigekommen in der vorigen Runde auch Toni Scheckter mit dem Wolf, der Sensationssieger des Grand Prix von Argentinien in Buenos Aires, heute vor 2 Wochen. Der Titel kommt noch einmal die Zeitlupenwiederholung. Jochen Maas, Regazzoni Nummer 22 und dann Patrick De Paillet. Das ist nochmal die Wiederholung des Unfalls der 13. Runde. Andretti wird bald Reutemann den Zweikampf antragen. Der Argentinier fährt heute ein sehr kämpferisches Rennen. Ganz im Gegensatz zu seinem Ferrari-Debüt in Monza, als er 9. gewesen ist. Damals nur sorgfältig darauf bedacht, dass er ja nicht von der Strecke rutscht und den Wagen unter allen Umständen ins Ziel bringt, weil damals war die Zukunft des Ferrari-Rennstalls ja in einigen Punkten noch ungewiss. Nach 15 Runden Hand vor Reutemann und Andretti. Voller Bericht von Reutemann und Andretti, der McLaren von James Hunt, so hat man den Eindruck, dagegen liegt wie auf Schienen. Zweifellos das Auto, das im Augenblick auf der Rennstrecke am besten ausschaut.
Ferrari hat seit 11 Grand Prix-Rennen keinen Sieg mehr erreicht. Der letzte war in Bremstedt mit Niki Lauda im vergangenen Juli. Seit 11 Rennen also Ferrari ohne Grand Prix-Sieg. Der letzte auf der Straße errungene Ferrari-Sieg war Niki Lauda in Monte Carlo im vergangenen Mai. Bremstedt in Jahr gab die Qualifikation des Siegers 10 Kampf, weil er unerlaubt zum zweiten Start angetreten war. Nach der Neuauflage, nach dem Neustart des Rennens, nach dem Abbruch wegen der Massenkollision, die von Regazzoni ausgelöst wurde. Erster Hans, zweiter Reutemann, dritter Andretti, McLaren vor Ferrari und Lotus. Reutemann war Hans im Training bis auf 700 Sekunden herangekommen. Im Augenblick also die völlige Bestätigung des Trainings, wo Hans Sechster war, Reutemann Zweiter und Andretti Dritter. Gemessen wird der Vorsprung auf den nunmehr Viertplatzierten. Und das ist jetzt Tom Preis. Preis ist Vierter, Nassim Fünfter. Watson Sechster, Depailler Siebenter und Lauda Achter. Fittipaldi Neunter. Hier sehen Sie an der mitlaufenden Uhr, wie lang eine Runde in Interlagos ist. Trainingsbestzeit 10 Hand, zweiter Reutemann, dritter Andretti, genau also der Stand wie im Rennen. Den Rundenrekord in Interlagos hält der Franzose Jean-Pierre Jarier Shadow mit 2 Minuten 34,16. Jarier, der ja nicht mehr Formel 1 fährt, der für heuer keinen Vertrag mit Shadow mehr bekommen hat. Bei 34,16, wie gesagt, der offizielle Rundenrekord. Interessant, die Rundenzeit von James Hunt am Rundenrekord Jarier zu messen. Also deutlich langsamer. 2,31,4. Das ist um über 3 Sekunden langsamer als der offizielle Rundenrekord und um fast 7 Sekunden langsamer als die Trainingsbestzeit, die Hans aufgestellt hat. Blick in die Marsch von Alex Diaz Rivero, ein neuer Mann in der Formel 1. Marsch arbeitet heuer mit einem Sparprogramm mit 2 billigen Piloten, die Sponsors bringen müssen. Und jetzt der Angriff von Andretti auf Reutemann abgeschlagen.
Fast wäre es Andretti jetzt gelungen, Reutemann zu überraschen, aber Sie haben die Klasse von Reutemann gesehen, wie er diesen Angriff Andretti pariert hat. Reutemann hat in Interlagos schon einmal gewonnen, vor 5 Jahren. Allerdings war das noch kein Weltmeisterschaftslauf. Er hat profitiert von einem Ausscheiden des lange in Führung gelegenen Emerson Fittipaldi. Alex Ribeiro mit dem Marsch, Startnummer 9 wieder im Rennen. Die ersten 3 Wagen schießen wieder näher zusammen. Hans Reutemann und Andretti. Blick in die Bremspost. Wir sind knapp vor Halbzeit im Grand Prix von Brasilien. Zu fahren noch 22. Und diese 3 Stehkampf, Carlos Reutemann, Mario Andretti, liegen weit vor dem Feld. Rückstand von Top 3, 16 Sekunden. Da gibt es Lapin und Watson, Lepayet, Siebenter, Niki Lauda unverändert 8. mit einem Rückstand von jetzt 33 Sekunden, Fittipaldi 9. Blick in die Ferrari-Box, im blauen Hemd mit dem Rücken zur Kamera, Santi Divini, der sportliche Direktor von Ferrari. Überrundet wird ein 30-Fahrer, und zwar der Tiroler Hans Binder. Binder liegt im Augenblick an 13. Stelle, fährt heute den 4. Grand Prix seiner Laufbahn und hat in seinem Mittelweg 3 großen Preisen noch nie die Zielschlage erreicht. Vielleicht hat er heute mehr Glück, es ist sehr schwer in der Formel 1 Fuß zu fassen. Niki Lauda hat das ja auch in seinem ersten Jahr mit Mars 1972 erlebt. Hans Reutemann und dann Andretti. Die Zwischenstände zwischen den 3 ersten Wagen variieren andauernd. Die Reihenfolge allerdings bleibt schon ziemlich lange aufrecht. Seit dem Ausrutscher von Jochen Maas. Jetzt ist auch Hans ein bisschen weit hinausgerutscht. Unfall von Vittorio Brambilla. Sein erster Totalschaden im Team von Surtees. Brambilla ist im vorigen Jahr bei Maas nicht seltener als 86 Mal neben der Rennstrecke gewesen, entweder rausgeflogen, rausgerutscht. Nicht immer durch eigene Schuld, manchmal auch durch Materialfehler. Totalschaden also für den Surtees von Vittorio Brambilla, der Italiener offensichtlich unverletzt. Der Spitzenkampf verschärft sich in der 19. Runde. Wir sind knapp vor Halbzeit im brasilianischen Grand Prix, live aus Interlagos. Der weiße Wagen da in 4. Position ist der überrundete Surtees von Binder.
2,38 vorige Rundenzeit des führenden James Hunt. Dass man die Runde in der Carlos Reutemann so nahe gekommen ist, die Frage liegt nahe, hat James Hunt irgendein Problem? Gestern im Training, als Hans Trainingsbestzeit herausfuhr, rundenlang weiße Rauchwolken aus dem Heck des Megane. Alle haben einen Motorschaden. Die Mutmaßen, in Wirklichkeit war heißes Öl auf den Auspuff getroffen. Der Motor war unversehrt. Und Hans fuhr ja die Trainingsbestzeit. Regazzoni kommt zu Fuß an die Box zurück, begleitet von der brasilianischen Militärpolizei. Ein großartiges Rennen des Tessiners. Er war ja mit dem Endzeit schon in Buenos Aires Sechster, trotz einem Boxenhalt. Und ja lag heute im Rennen an 5. Stelle, die so unverschuldet durch den Unfall von Jochen Maas Lichtgericht ausscheiden musste. Reutemann passt den James Hunt ab, versucht immer wieder zu probieren, in welcher Kurse er den führenden Weltmeister best überholen, ausrichten und überlisten könnte. Und jetzt auch das Rennen zu Ende für Mario Andretti. Andretti hatte schon in den letzten Runden ein bisschen die Tuchfühlung mit Hunt und Reutemann verloren. An diesen Bildern sehen Sie, wie uneben die Strecke von Interlagos ist. Ein Auto, das hier nicht 100%ig funktioniert, rein vom Fahrwerk her, bietet also den Piloten nicht die geringste Chance. Der Brasilianer Ribeiro war kurz im Weg. Hat sich aus der Formel 2 in die Formel 1 vorgekämpft. Heute ist seinen dritten Grand Prix gefahren. Zuletzt in Argentinien ausgeschieden wegen eines Motorschadens. Der brasilianische Grand Prix wird in der zweiten Hälfte zum Duell zwischen James Hunt, McLaren und Carlos Reutemann, Ferrari. Neue Situation, die durch den Ausfall Andretti. Dritter ist jetzt Tom Preis, vierter Lafitte, fünfter Watson, sechster Depailler und siebenter Lauda, achter Vivaldi. Runden noch zu fahren in Interlagos. Wir sind eine Runde nach Halbzeit von Brasilien.
wieder einmal hat Reutemann versucht, Hand aus dem Windschatten heraus zu überholen. Die Hitzeschlacht fordert weitere Opfer. Gibt Emerson Fittipaldi an den Boxen, aber Jacques Lafitte. Damit ist Boss 4. Depayet 5. und Lauder 6. Reutemann folgt dem führenden Hand wie ein Schatten, könnte man sagen, gäbe es überhaupt dieser Flusshitze hier in Interlagos auf dem sogenannten glühenden Kohlenhaufen nur einen leichten Anflug von Schatten. Der Kurs liegt vollkommen in der prallen Sonne. An der Box jetzt Emerson Fittipaldi mit einem Rad, mit einem Reifenschaden, ich vermute rechts hinten. Jawohl. Damit ist kein Brasilianer bis jetzt ohne Boxenstopp durchgekommen, mit Ausnahme des jungen Ingo Hoffmann, der an vorletzter Stelle liegt. Blick in die Kopersukerbox. Die waren von Fittipaldi und Hoffmann wurden ja umlackiert, nicht mehr silbrig, sondern seit heuer gelb. Das Sponsor ist der gleiche geblieben, das Budget auch $2 Millionen. Fittipaldi war in Argentinien bereits Vierter, voriges Jahr nie besser als 3-mal Sechster. In der Box jetzt Patrick Depayet mit dem Tyrrell. Die Boxer häufen sich jetzt. Dritter, 3, Vierter ist jetzt Botzen und 5. Lauder. Boxenstopp des Franzosen Jacques Lafitte, der Didier Mandra, der französische Nationalrennwagen. ...22. Runde, Hand und Reutemann. Dritter Preis, 15 Sekunden Rückstand. Und wieder einmal der Versuch von Reutemann in Führung zu gehen. Und jetzt in Führung. Zum ersten Mal seit Brennfest liegt wieder ein Ferrari an der Spitze eines Grand Prix. Hier sehen Sie die tollkühne Aktion von Reutemann, der Zenthand aus dem Windschatten überholt hat, ganz innen in dieser Kurve ist und die Ideallinie halten konnte. Führungswechsel also in der 23. Runde. Erster Carlos Reutemann Ferrari, zweiter Zenthand McLaren. Dritter Top 3 Cello. In der Box Patrick Depayet mit dem Friedrich Tyrrell. War voriges Jahr hier Zweiter, ist als ewiger Zweiter, hat schon 7 zweite Plätze in seiner Grand Prix-Karriere herausgefahren, aber noch nie einen Sieg. Überrundet wurde Ingo Hoffmann im zweiten Kopersuker. Der 35-jährige Argentinier Carlos Reutemann führt also im Grand Prix von Brasilien.
James Hunt hat im Vorbeifahren nach vorne gedeutet zu seinen Vorderreifen, mit denen offensichtlich irgendetwas nicht mehr ganz in Ordnung ist. Ich habe Ihnen die Boxenstops, die Reifenwechsel für die zweite Hälfte des Rennens ja schon am Beginn angekündigt. Renzo Zorzi wird überrundet von James Hunt. 17 Zorzi ist Pedro, ein Italiener, der sich mit dem Geld einer italienischen Bank und Versicherungsgesellschaft in die Formel 1 eingekauft hat. Das war Pace. Jetzt haben sie auch Niki Lauda im Bild gehabt mit Ferrari mit der Nummer 11. Lauda liegt im Augenblick vor Jacques Lafitte an 6. Stelle. Lafitte hatte einen Boxenstopp zum Reifenwechsel. Jetzt hat Lauda seinen österreichischen Landsmann überrundet. Noch 17 Runden zu fahren im Grand Prix von Brasilien. Der Zwischenstand, falls Sie nach diesen turbulenten letzten Runden mit den vielen Postenhalten ein bisschen die Übersicht verloren haben sollten. Erster Start Nummer 12, Carlos Reutemann, Argentinien, Ferrari, hier ist es. Zweiter Start Nummer 1, James Hunt, England, McLaren, Start Nummer 1. Dritter Tom Price, Wade, Shadow, Start Nummer 16. Vierter John Watson, Irland, FM Alfa Romeo, Start Nummer 7. Fünfter Niki Lauda, Österreich, Ferrari, Start Nummer 11. Sechster ist Emerson Fittipaldi, Brasilien, mit dem Kopazuka. Siebenter ist der Schwede Gunnar Nilsson mit dem Lotus, Start Nummer 6, der jetzt ohne Boxenstopp durchfahren konnte. An der 8. Stelle ist der mehrmals überrundete Renzo Zorzi mit dem alten Shadow. 9. ist mit der Nummer 29 Ingo Hoffmann, Brasilien, auf Kopazuka. 10. ist mit der Startnummer 18 der Österreicher Hans Winter auf 13. 11. die Startnummer 26 der Franzose Jacques Lafitte, der auf der Straße hinter Lauda liegt, aber bereits eine Runde verloren hat. Und 12. ist der anfangs in Führung gelegene, durch die Kollision mit Hunt und dem Boxenstopp zurückgeworfene Carlos Pace. Und jetzt der Boxenstopp von James Hunt an 2. Stelle liegen, damit jetzt 2. Price, 3. Watson und 4. Lauda. Panischer Reifenwechsel jetzt in der Box von McLaren. Man hat ja die Weltmeisterschaft voriges Jahr in Fuji, Japan, praktisch in der Box gewonnen, als man in 28 Sekunden die Reifen von Hahn gewechselt hat. Die Lenker hätte man ja nicht mehr brauchen dürfen. Hahn ist damit auf den 5. Platz zurückgefallen und hat dann doch noch den 3. Platz herausgefahren, der ihm zum Weltmeisterschaftssieg genügt hat. Carlos Reutemann bekommt in der Ferrari-Box jetzt Plussignale auf den Waliser Top-Preis mit dem Shadow. Sein Vorsprung beträgt ungefähr 15, 16 Sekunden. James Hunt hat seinen Boxenstopp in der Runde vorher angekündigt. Zum ersten Mal jetzt ganz leichte Wolken, Rauchwolken am Heck des führenden Ferrari von Reutemann. Wir sind in der 24. Runde, 16 Runden noch zu fahren in Interlagos um den Grand Prix von Brasilien. Das ist der heute sehr unglücklich gefahrene deutsche Jochen Maas.
das wieder der führende Reutemann. Jetzt im Blick vom Preis Nummer 16, verfolgt von der Startnummer 17, dem überrundeten Shadow-Kameraden Renzo Sorti, 12, 16, 7, das heißt klarerweise Reutemann, Preis und Monti. Der Wagen dahinter an vierter Stelle, der Ferrari von Niki Lauda. Lauda nicht mehr Vierter, sondern Fünfter in diesem Augenblick ist James Hunter nicht vorbeigegangen nach dem Boxenstopp, also Lauda wieder an der 5. Stelle. Hunt ist Vierter, die Vierer von Patrick Depailler. Depailler gilt als hitzeanfälligster von allen Piloten, gibt es diese Rennen mehr zu als allen anderen. James Hunt greift den an dritter Stelle liegenden John Watson an, Lauda mit etwas Rückstand Fünfter. Erster als Reutemann, zweiter Preis, Watson angegriffen von Hunt, fünfter Lauda, sechster Fittipaldi. Patrick Depailler ist der große Testpilot des Testradprogramms von Irek gewesen. Er hat die Testphase im vorigen Jahr praktisch ganz allein bestritten. Er hat einen neuen Teamkameraden bekommen, heuer Ronnie Peterson, der aber langsamer ist als Depailler, fast in jedem Rennen. James Hunt nach seinem Boxenhalt also bereits wieder an dritter Stelle. Reutemann erster, Tom Preis zweiter, Hunt dritter, Watson vierter, Lauda fünfter. Wenn der Österreicher ohne Reifenwechsel über die Distanz kommt, dann könnte er heute die ersten Weltmeisterschaftspunkte in dieser neuen Saison erringen. Nochmals im Bild gewesen, der überrundete Shadow mit Marina Renzo Sorti. Hier erzählt Mario Andretti den Lotus-Mechanikern, was passiert ist. Irgendwer hätte lieber ein Mikrofon hin. Der Abenteuer als Andretti in Buenos Aires und Interlagos erlebt hat, kann ein Grand Prix-Fahrer ja nicht mehr haben. Der explodierte Feuerlöscher in Buenos Aires und gestern das brennende Cockpit seines Lotus, aus dem sich Andretti mit einem Sprung gerettet hat. Watson und Lauda, Hand an Watson und Lauda in der vorigen Runde, ich habe es gesagt, vorbeigegangen. Dieser Kampf Watson gegen Lauda geht um Platz 4 und 5. Watson ist durch den Rückzug des amerikanischen Penske-Teams aus der Formel 1 zum Brabham-Rennstall gekommen, was sich für ihn als sehr glückliche Situation erwiesen hat. Watson hat damals bei Brabham im November Regazzoni den fast schon ich glaube, das bei Brabham weggeschnappt. Nochmals der Italo-Amerikaner Mario Andretti, von dem man hier in Interlagos sehr viel erwartet hat, denn der Kurs mit dem sehr schnellen Indianapolis-ähnlichen Kurs schien dem Italo-Amerikaner im Training besonders zu liegen. Andretti ist ein Kurs, der uns eiskalt abschüttelt. Niki Lauda 5.
Dritter überrundet hat er jetzt Ugo Hoffmann. Lauda im Kampf mit John Watson. Watson Vierter, Lauda Fünfter. Und zu fahren noch 13 Runden. Jetzt ist Lauda vorbeigegangen an den Iren und hat damit den 4. Platz im Rennen inne. Und das ist eine sehr gute Steigerung gegenüber dem 13. Trainingsplatz. Auch hier Boston zu weit aus der Kurve hinausgetragen worden. Ein Irrtum, den Niki Lauda eiskalt ausgenutzt hat, um an Boston vorbeizugehen. Wird also Lauda 5. Boston und der blaue Wagen, der so rasend aufholt, ist der Ligier Matra des Franzosen Jacques Lafitte. Keiner der 6 Registrierenden mehr im Rennen, Peterson noch der Payet, der Argentinien-Sieger Tony Scheckter mit dem Wolf ausgeschieden. Maas durch Unfall und Regazzoni durch den Unfall von Maas ausgeschieden. Hand an den Pfosten gewesen, bereits Dritter in Führung Reutemann vor Preis, 3. Hand, 4. Lauda, 5. Watson. Lauda fährt von Watson weg. Reutemann in Führung. Ausgeschieden Jacques Lafitte mit dem Ligier Matra. Auch er gegen die Tankzäune, auch er unverletzt. Und hier können Sie sehen, wie wenig Sturmraum eigentlich vorhanden ist, wie nahe die Tankzäune vor der Betonmauer stehen. In der gleichen Kurve ausgerutscht wie auf Vittorio Brambilla. Relativ viel Unfälle und Ausrutscher in Interlagos. Möglicherweise durch allzu aufgeheizte Reifen, möglicherweise durch Konzentrationsfehler einiger Fahrer, durch die Bluthitze, 35 Grad im Schatten und über 60 Grad im Cockpit. Die meisten Fahrer haben den Start Halstabletten geschluckt, um gegen die Hitze einigermaßen gewappnet zu sein. James Hunt startete mit Getränkeflaschen im Cockpit wie ein Radrennfahrer mit einem Schlauch zum Mund, sodass er jederzeit trinken kann. 12, 16, 1, die Bestätigung meiner Reihenfolge. Reutemann, Preis, Hunt. Tom Preis lag auch voriges Jahr in Interlagos lange an 2. Stelle, bis er an seine Reifen vollkommen demoliert hat durch seine allzu aggressive Fahrtechnik. Er ist dann noch in den 6. Runden von Patrick Depailler überholt worden. Sie wird sicher der Rückstand interessieren. Reutemann 15 Sekunden vor Preis. Rückstand vom Hunt insgesamt 23 Sekunden auf Preis, also 38 Sekunden auf Reutemann. Das heißt, Hunt kommt zu den Siegerplätzen eigentlich kaum mehr in Frage. Rückstand von Niki Lauda 34 Sekunden auf Preis, Vorsprung 5 Sekunden auf Watson. Sechster Fittipaldi, 7. Nixon, 8. Torti, 9. Hoffmann, 10. Winter und 11. Pate. An der 9. Stelle gelegen war bis zu seinem Unfall der Franzose Lafitte. Den Pedowag liegt der bucklige Kurs von Interlagos, das hat man schon in den letzten Jahren gesehen, vor 2 Jahren 30 Führung für Charlier, Winterweg, Getriebeschaden ausziehen und voriges Jahr die letzte Runde für Charlier, 2. Platz hinter Lauda und dann auf einem Höhenfleck, den James Hunt verursachte, die Leitplanken gerutscht,
Lauda sagte damals, der Cello hätte das Rennen sicher gewonnen. Carlos Reutemann ist in den letzten Tagen und Wochen viel gefragt worden. Tut dir nicht leid, dass du vom Bremse weggegangen bist, jetzt wo Carlos Pace und John Watson mit dem Bremse im Alpha so hervorragende Zeiten fahren. Und Reutemann hat immer wieder gesagt, das ist vorbei. Vorbei, möglicherweise auch der Grand Prix für Hans Binder. Boxenstopp für den Österreicher, der an 10. Stelle gelegt war. Dieser übrigens allerdings nur noch Carlos Pace. Das heißt, dass Binder, wenn er nach dem Boxenstopp weiterfahren kann, durchaus noch den 10. Platz behalten. Gunnar Nilsson in der Box. Ja, und jetzt gibt es nur noch ganz wenige, die den Grand Prix bis zur 30. Runde ohne Boxenstopp gefahren sind. Reutemann, Preis, Lauda, Watson, Corsi, Hoffmann und Tom Niemann. Dem Kante an 3. Stelle liegt. Nebeneinander Hans Binder und Nilsson. Binder also nach seinem Postenhalt wieder im Rennen. Wenn er ein bisschen Glück hat, wird er heute zum ersten Mal in seiner Karriere einen Grand Prix sehen. Den Kant und Gunnar Nilsson, der als Schwede in zweiten Lotus eine Runde Rückstand. Mittlerweile ins Rennen gegangen wieder Le Fayet mit einem Rückstand von mehreren Runden. Weltmeister James Hunt, Dritter nach Boxenhalt. Hinter ihm der Schwede Gunnar Nilsson, der seinen ersten Grand Prix des Jahres weiter sein Auto in Buenos Aires an Andretti hat arrestiert. Die 30. Runde, 3 Viertel im Grand Prix von Brasilien sind gefahren, 10 Runden noch bis zur 7 Tage. Ich werde versuchen, in dieser Runde Ihnen die genauen Zeitrückstände zu geben. Tom Preis liegt 20,8 Sekunden zurück, Hans 36 Sekunden an 3. Stelle. Niki Lauda hat 59 Sekunden Rückstand, fast eine Minute und liegt an 4. Stelle. Erster also Reutemann Ferrari, zweiter Preis Cello minus 20,8 Sekunden, dritter James Hunt 36 Sekunden Rückstand und vierter Niki Lauda 59 Sekunden zurück. Der Vorsprung von Reutemann auf Preis ist also größer geworden, der Rückstand von James Hunt etwas kleiner. Allerdings der Hand, um noch zu gewinnen, pro Runde 3,6 Sekunden schneller fahren als Reutemann, was kaum zuzutrauen sein wird. Sein Rückstand allerdings auf Preis beträgt nur 16 Sekunden und das ist
noch der Tierrecht von Patrick Depailler. Das Auto scheint einfach stehen geblieben zu sein. Ausgeschieden auf John Watson an 5. Stelle gelegen. Watson ausgeschieden mit dem Brabham Alpha und Patrick Depailler mit einem Rückstand von 5. Rund an der gleichen Stelle ausgeschieden wie schon so viele vor ihm. Dass der französische Pilot weggetragen wird. Möglicherweise ist Depailler wieder ein Opfer der enormen Hitze geworden. Möglicherweise auch wieder Benzindämpfe im Cockpit des Tierrennens, wie schon im großen Preis von Kanada. Damals ist Depailler am Schluss des Rennens gegen die Leitplanken gefahren. Er war einfach nicht mehr fähig, sich auf den Beinen zu halten. Er wurde aus dem Auto herausgehoben, genau wie heute, und wird jetzt in die Ambulanz getragen. Erste Hilfe für Patrick Depailler, der unter Hitzerennen mehr leidet als alle anderen Fahrer. Entweder ein technischer Schaden am Tierrem, Sie sehen, dass das rechte Hinterrad weggebrochen ist. Der Zweikampf zwischen Patrick Depailler und John Watson an dieser gefährlichen Stelle des Kurses hat also bös geendet. Watson unverletzt, Depailler offensichtlich verletzt in die Ambulanz gelegt worden. Sagt, er ist ausgeschieden. Das ist der voriges Jahr mit dem PG Matra ein paar hervorragende Rennen gefahren war. Er war unter anderem im 6 weiter. Den ganzen Freitag hat das nicht trainieren können wegen eines Motorschadens und man hat den Ersatzmotor erst durch den Zoll durchläufen müssen, was sehr schwierig war. 3 Kollisionen also bereits im Grand Prix von Brasilien, Hand und Pace, dann indirekt Maas und Regazzoni und jetzt Depailler mit Watson. Watson war an 5. Stelle gelegen in der Niki Lauda und Patrick Depailler hat einen Rückstand von 5 Runden, lag also aussichtslos zurück. Trotzdem hat der Franzose versucht, Watson auszubremsen. Aufholjagd von James Hunt auf Tom Price. Die Fangefrage, was ist mit Patrick Depailler? Rückstand von Hunt auf Price nur noch 7,7 Sekunden. Der Ambulanzwagen Emerson Fittipaldi mit dem Copersucar. Er hat sich am Beginn des Rennens eine Zeit lang mit Niki Lauda duelliert. War im Gegensatz zu dem Österreicher aber zum Wechsel an der Box.
Fittipaldi wohnt wenige Kilometer von hier, von der Rennstrecke Interlagos. Er wohnt in Boarumpi und hat schon als 10-jähriger Bub die Rennstrecke von Interlagos immer wieder aufgezeichnet. Und sobald er fahren konnte, war er hier, um seine ersten Runden zu drehen. Der Rückstand von Hans auf Tom Preis für noch 4 Sekunden. Fittipaldi liegt an 4. Stelle, nein, an 5. Stelle. Niki Lauda ist 4. Reihenfolge 7 Runden vor Schluss. Erster Reutemann Ferrari, weiter immer noch Top-Preis auf Cedo, 3. James Hunt auf McLaren, der stürmisch aufholt. 4. Niki Lauda Ferrari, 5. Emerson Fittipaldi IMG Copersucar, 6. der Schwede Gunnar Nilsson Lotus Start Nummer 6, 7. ist der Italiener Renzo Zorzi, 2. Cedo Start Nummer 17, 8. ist der Brasilianer Ingo Hoffmann im 2. Copersucar Nummer 29 und an der 9. Stelle der anfangs in Führung gelegene Carlos Pace mit dem Bremem Alpha Start Nummer 8. Das handelt sich um den Shadow-Fahrer Tom Preis. Damit Hans 2., Lauda 3. und Fittipaldi 4. Sieben Runden vor Schluss, also der Ausfall des so lange an 2. Stelle gelegenen Malinos Tom Preis auf Shadow. Diese Marke hat noch nie einen Grand Prix gewonnen, allerdings vor 2 Jahren das Race of Champions in Grand Hedge. Im Fittipaldi Copersucar die brasilianischen Nationalrennfahrer Ingo Hoffmann und Emerson Fittipaldi. Eine erlösende Nachricht wird mir eben aus den Boxen gebracht, und zwar Patrick Depailler, der französische Tierrennpilot, okay, also nicht verletzt, und wir können uns wieder dem Rennen zuwenden. 25 Sekunden ist der Rückstand von James Hunt auf den führenden Carlos Reutemann. Noch 6 Runden zu fahren in Interlagos. Reutemann vor Hans und Lauda. Ein taktisch sehr kluges Rennen des Österreichers, der mit einem Wagen ins Rennen gehen musste, von dem er nicht wissen konnte, wie er sich wirklich benimmt. Denn im Freitagtraining ist der Ferrari über einen Zentimeter zu hoch gesetzt worden. Für Samstag hat man das korrigiert, und dann hatte Lauda bereits in der ersten Trainingsrunde einen geborstenen Benzintank, musste an die Front, musste ins Ersatzauto umsteigen, das als keinsterweise den Abstimmungen des Rennwagens entsprochen hat. Rückstand von Niki Lauda 1,18 Minuten, also 1 Minute und 18 Sekunden. Der 3. Platz, ein sicherer 3. Platz, denn Emerson Fittipaldi als 4. liegt weit zurück. Die beiden Copersucar fahren hier sozusagen im Tandem. Ingo Hoffmann, der Deutsch-Brasilianer, hinter Emerson Fittipaldi, wie gehört. Das ist Ingo Hoffmann. Voriges Jahr nur in Brasilien dabei gewesen, hat 4-mal vergeblich versucht, sich für Grand Prix-Rennen zu qualifizieren. Fittipaldi vor Hoffmann.
und bald bevorsteht die Überrundung durch den führenden Carlos Reutemann auf Treppe. 5 Runden noch zu fahren im Grand Prix von Brasilien. Reihenfolge: erster Reutemann Ferrari, zweiter Hans McLaren trotz einem Boxenstopp. Hier der Jubel für die brasilianischen Fahrer Fittipaldi und Hoffmann und der Gruß für den führenden Argentinier Carlos Reutemann, der die beiden Brasilianer jetzt überrundet. Erster also Reutemann, zweiter Hans, dritter Lauda, vierter Fittipaldi, fünfter Dixon, sechster Torti, siebenter Hoffmann und achter Pace. Ingo Hoffmann, hinter ihm Reutemann und jetzt vorbei. Der 35-jährige Argentinier Carlos Reutemann aus Santa Fe, der sich voriges Jahr für $100.000, etwas mehr als 1,5 Millionen Schilling von Breppen losgekauft hat, für die große Chance, einen Ferrari zu fahren, ist drauf und dran, den Grand Prix von Brasilien zu gewinnen. Reutemann im Ferrari mit der Startnummer 12. Das ist die gleiche Nummer, die Niki Lauda in seinen beiden ersten Ferrari-Jahren 74 und 75 gehabt hat. Das ist der Service des Österreichers Hans Binder. Ja, und damit wird Binder auch seinen vierten Grand Prix nicht beenden können. Sie erinnern sich vielleicht in Österreich mit dem Ensign, ein gerissener Gaszug, dann im Grand Prix von Japan mit dem alten Williams-Wagen ein Radlagerschaden am rechten Hinterrad und zuletzt in Buenos Aires ein Ausriss, kaputte Wasserkühler, das Ganze heraufbeschworen durch einen falsch montierten Reifen, der einen falschen Abrollumfang hatte. Man hat den Reifen damit vom Startplatz montiert müssen, weil Binder in der Aufwärmrunde einen Reifendefekt gehabt hat. Vier Runden noch zu fahren in Interlagos. Carlos Reutemann liegt 25 Sekunden vor Hans und 1 Minute und 18 Sekunden vor Niki Lauda, der nach den enormen Problemen im Training mit diesem Platz sicher nicht hat rechnen dürfen. Lauda ist ohne jedes Gefühl, wie das Rennen für ihn aussehen könnte, an den Start in etwas, das für ihn normalerweise niemals passiert. Carlos Pace, Nummer 8, der Held der ersten Runden von Interlagos, dann die Kollision mit Hans beim Führungswechsel. Brettem Alpha bleibt also vorläufig noch ohne Grand Prix-Sieg. Die Vorstellung von Pace und von Mont war aber heute sehr eindrucksvoll. Gunnar Nilsson, Lotus Nummer 5. Das ist der Trümmerhaufen von Interlagos. Das Drittel eines Grand Prix Starterfeldes liegt dort in den Fangzäunen. Nochmals die Bestätigung der Meldung: Patrick Depailler unverletzt geblieben bei dieser Kollision mit dem Brettem Alpha Piloten Watt. Wenn Reutemann jetzt Status passiert, dann hat der Führende im Grand Prix von Brasilien nur noch 3 Runden zurückzulegen. 3 mal 7,9 Kilometer. Niki Lauda, der am dritten Stelle liegt, hinter Reutemann und Hans. Er hat sich in einem verbissenen Gefecht mit Fittipaldi und Mott durchgesetzt, hat es enorm schwer, vom 13. Startplatz vorzukommen. Niki Lauda, Vorjahrssieger in Interlagos, heute auf dem 3. Platz.
Ja, erster und dritter Platz für Ferrari, das erinnert ganz an bessere Ferrari-Zeiten der Ära Lauda Regazzoni. Gleich man natürlich fairerweise feststellen muss, dass Regazzoni bis zu seinem unverschuldeten Ausscheid im Bullen in Reutemann gefahren war und vor Niki Lauda. Lauda hat vom Weit aus dem nächsten Startplatz gestartet, 2 Reihen hinter Regazzoni. Reutemann hat Fittipaldi überrundet. Fittipaldi vierte in Buenos Aires, auch heute in den Punkt. Gleichfalls an 4. Stelle mit einer Runde Rückstand, weil er ja gerade überrundet wurde vom führenden Reutemann. Eines der schwierigsten Grand Prix-Rennen der letzten Monate geht seinem Ende zu. Reutemann Ferrari führt vor Hans, McLaren, Lauda, Ferrari, Fittipaldi, Coppa-Zucca, Dixon, Lotus, Forti, Shadow, Hoffmann, Coppa-Zucca und Pace, Brettem Alpha. 8 Wagen mehr sind nicht mehr im Rennen. Der Sieger von Argentinien, Scheckter mit dem Austro-Kanadien, Walter Wolf, ausgeschieden. Und jetzt auch Carlos Pace. Entweder es gibt an dieser Stelle einen aufbrechenden Asphalt oder es hat dort jemand Öl verloren, denn anders kann ich mir diese vielen Unfälle bald nicht mehr erklären. Jetzt ist der Bordfeuerlöscher losgegangen. Ein bitterer Heimat-Grand Prix für Carlos Pace. Zuerst die Kollision mit Hand und jetzt auch noch der Unfall. Pace hat das Freitagtraining überlegt beherrscht. Es war zum ersten Mal, dass ein Brettem Alpha Trainingsbestzeit an einem Tag herausgefahren hatte. Reutemann in das Ziel geraten. Und ab jetzt hat der Argentinier nur noch 2 Runden zurückzulegen. Noch ein Wort zum Unfall von Patrick Depailler zu seiner Kollision mit John Watson. Ich erfahre, dass Depailler selbst aus dem Ambulanzwagen ausgestiegen ist, wieder auf eigenen Füßen stand, dann aber einen Kollaps erlitten hat und umgefallen ist. Daraufhin wurde der Franzose dann doch ins Krankenhaus gebracht. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, wie hitzeanständig Depailler ist. Also bei der Kollision selbst Gott sei Dank keine Verletzungen für den Piloten, aber Kollaps aufgrund der Überanstrengung und möglicherweise auch aufgrund der Schockwirkung. Zwei Runden vor Schluss führt Carlos Reutemann Ferrari vor James Hunt McLaren, 3. Niki Lauda Ferrari, 4. Emerson Fittipaldi Coppa-Zucca, 5. Gunnar Nilsson auf Umbrus, 6. Renzo Forti Shadow, das wäre sein erster Punkt für die Weltmeisterschaft, und 7. ist der Brasilianer Ingo Hoffmann mit dem 2. Coppa-Zucca. Mehr Autos fahren nicht mehr in Interlagos, nur noch 7 von den 22 gestartet haben diese Hitze und Reifenschlacht, die so viele Kollisionen und Unfälle gebracht hat, bis jetzt halbwegs ungezeichnet überstanden. Und nur 4 Autos sind ohne Boxenhalt bis jetzt über die Distanz gekommen. Reutemann, der führt, Lauda, der Dritter ist, und die beiden Nachzügler Forti und Hoffmann.
Carlos Reutemann beendet gleich seine vorletzte Runde. Beendet seine 39. Runde. Hinter ihm liegt Emerson Fittipaldi und jetzt hat Reutemann nur noch eine Runde bis zu seinem ersten Grand Prix-Sieg für Ferrari. Ein allerletztes Mal noch Reutemann durch die Kurve 1 und 2. Dann vorbei an der Kurve 6 Zoll, die so viele Unfälle heute gefordert hat. Für Carlos Reutemann wird es der 5. Grand Prix-Sieg in seiner Karriere. 1974 hat er 3 Rennen gewonnen. Girolami in Südafrika, Sedgwick in Österreich, Watkins Glen in Amerika. 1975, also vor 2 Jahren, siegte Reutemann auf dem Nürburgring. Niki Lauda, der damals geführt hatte, liegt durch Reifenschaden auf dem 3. Platz zurück. Wie damals am Nürburgring, also erster Reutemann und 3. Lauda, nur inzwischen sitzt Reutemann in Ferrari. Voriges Jahr hatte Reutemann eine sehr enttäuschende Saison. 12. Platz nur hier in Brasilien, dann immerhin 4. in Spanien, das waren die ersten Punkte für den Bremhem Alpha, 11. Platz in Frankreich, 9. Platz in Italien, seinem ersten Rennen für Ferrari. Und heute der große Sieg für den 35-jährigen Argentinier aus Santa Fe in Argentinien, den sie im Grand Prix-Zirkus den Indianer nennen. Die Abstammung Reutemann ist zum Teil italienisch, zum Teil Schweizerin. Seine Großeltern mütterlicherseits stammen aus Grunderlingen in der Schweiz, väterlicherseits aus dem Piemont in Italien. Reutemann liefert heute den Beweis, dass er erst mit seinem Umstieg auf Ferrari aus seiner Sicht richtig gehandelt hat und zweitens, dass man sich wünschen sollte, Ferrari aus dem Grand Prix-Geschehen abzutreiben, wie man es ja nach den Trainings- und Rennereignissen in Buenos Aires und auch hier in Interlagos teilweise bereits getan hat. Und eine Leistung, die sehr viel wert sein muss, ist die Fahrt Niki Laudas auf den 3. Platz mit einem Wagen, den er praktisch erst jetzt im Rennen zum ersten Mal richtig fahren kann. Achtung, Carlos Reutemann, 100 Meter vor der Zielflagge und Sieg für den Argentinier. Sieg für Carlos Reutemann im Grand Prix von Brasilien in Interlagos. Ein großartiger Erfolg für Reutemann, ein hervorragender Zweiter für James Hunt nach einem Boxenhalt. Hunt, der jetzt als Zweiter abgewunken wurde, und wir warten auf den Drittplatzierten, auf Niki Lauda, der mit einem Rückstand von ungefähr 1,5 Minuten auf Reutemann Dritter wird und damit seine ersten 4 Weltmeisterschaftspunkte in diesem Jahr erobern wird, nachdem er zuletzt in Buenos Aires in der 20. Runde auf dem 6. Platz liegend wegen defekter Einspritspumpe ausgeschieden ist. Ins Ziel gekommen ist jetzt Gun Nilsson, der Schwede, der 5. geworden ist, 6. Thorn, 7. Hoffmann, 4. Fittipaldi, der unmittelbar hinter Reutemann mit einer Runde Rückstand fürs Ziel gekommen war. 3. wie gesagt, Niki Lauda, der noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kurven bis ins Ziel zu bewältigen hat. Das ist die triumphale Auslaufrunde für Carlos Reutemann. Im Ziel Ingo Hoffmann, der 7. geworden ist, der Letztplatzierte, der durchgekommen ist. Erster Reutemann, zweiter Hunt, 3. Niki Lauda, der jetzt in die Zielgerade einbiegt und 3. geworden ist, 4. Emerson Fittipaldi und dann, wie gesagt, 5. Gunnar Nilsson Lotus, 6. Renzo Corsi Cello und 7. Ingo Hoffmann Popozuka.
Das ist der Italiener Renzo Torti, Sechster geworden in seinem erst vierten Grand Prix. Torti hat vor 2 Jahren das heftig umstrittene Formel-3-Rennen von Monte Carlo gewonnen durch Unfälle und Qualifikationen anderer Piloten. Das ist ein stürmischer Empfang für die 7 Piloten, die den Grand Prix von Brasilien durchgestanden haben. Von 22 nur 7 in der Wertung. Das hat es in den Grand Prix-Rennen der letzten Jahre schon lange nicht mehr gegeben. Man muss lange zurückblättern, um eine ähnlich ausfallsreiche Motorenschlacht zu finden. James Hunt fuhr ein großartiges Rennen über den Zweiter, trotz einem Pfotzenhalt. Noch einmal das Ergebnis im heutigen Grand Prix von Brasilien, zweiter Weltmeisterschaftslauf in diesem Jahr, während hier Hunt und Fittipaldi an den Boxen gefeiert werden, während hier der 5. Lotus von Gunnar Nilsson nach Hause kommt. Erster Carlos Reutemann, Argentinien, Ferrari. Zweiter Hunt, England, McLaren. Dritter Niki Lauda, Österreich, Ferrari. Vierter Emerson Fittipaldi, Brasilien, Kopazuka. Fünfter Gunnar Nilsson, Schweden, auf Lotus und 6. Renzo Torti, Italien, auf Genoa. Das ist die triumphale Heimkehr Carlos Reutemanns in die Ferrari-Box. Einer der Ferrari-Fans ist ihm entgegengelaufen und hat sich aufs Auto draufgesetzt, um diesen Meter mit Reutemann sozusagen in Triumph zurückzukommen. Ja, so ungefähr waren die Szenen schon gestern im Abschlusstraining, als sich Reutemann in die zweite Startreihe nach vorne schieben konnte. Niki Lauda ist fast unbeachtet in einem Licht in der Box gestanden und sehr wenige haben sich um ihn gekümmert. Reutemann ist auch der neue Führende in der Automobil-Weltmeisterschaft, die nach 2 Läufen folgendes Aussehen hat. Ich rechne ganz schnell. Reutemann 4 Punkte in Ihnen und 9 Punkte heute, macht 13 Punkte, also erster Reutemann 13 Punkte. Zweiter Toni Wolf, der Sieger von Buenos Aires, 9 Punkte. Auf dem dritten Platz Ex-Equo, James Hunt, Carlos Pace und Emerson Fittipaldi je 6 Punkte. 6. ist Niki Lauda mit 4 Punkten, 7. gemeinsam Andretti und Nilsson mit je 2 Punkten und 9. Ex-Equo Torti und Regazzoni mit je einem Punkt. Im Bild der Sieger von heute, der 35-jährige Carlos Reutemann. Ferrari ist für ihn urplötzlich die große Chance geworden, nachdem er sich mit dem Brabham-Team völlig auseinandergelebt hat. Es spricht für die Intelligenz Reutemanns, dass er damals den Weg zu Ferrari gefunden hat. Allerdings unter sehr starken Einfluss seiner Frau Melissa, die als der eigentliche Familienvorstand im Hause Reutemann gilt, wenn ich mich so ausdrücken darf. 5. Grand Prix in Reutemanns Karriere. Sein erster für Ferrari. Für Ferrari ist es gleichzeitig der 65. Sieg in der Grand Prix-Geschichte. Weit zurück liegt Lotus mit 58 Siegen und dann erst McLaren mit 21, 20 und so weiter. Alles ohne Verletzungen der Piloten abgegangen. Patrick Depailler, ich habe es Ihnen gesagt, kollabierte, nachdem er aus dem Ambulanzwagen gestiegen war und musste vermute mit Kreislaufkollaps möglicherweise auf die Unglückgefahr oder Verdacht ins Krankenhaus gebracht werden. James Hunt, der regierende oder besser gesagt der amtierende Weltmeister in der Formel 1, heuer noch ohne Sieg, aber ein großartiges Rennen heuer gefahren und trotz Boxenhalt weiter.
ein Viertel seines Geldes, das Reutemann gebraucht hat, um sich bei Ferrari oder besser gesagt von Brabham loszukaufen und bei Ferrari einzukaufen, hat er heute mit diesem Sieg zurückgewonnen. Ein neuer Ferrari-Sieger, Carlos Reutemann, über den Niki Lauda gesagt hat, unser Verhältnis ist ziemlich neutral. Was mich an Reutemann stört, ist nur, dass er alles für sich behält, dass man mit ihm über das Abstimmen des Autos nicht so offen reden kann wie die ganzen letzten Jahre mit Rigatoni. Ich hatte in den letzten Tagen den Eindruck, dass sich Reutemann und Lauda früher, als sie für verschiedene Teams gefahren sind, besser verstanden haben, aber das kann natürlich auch ein Irrtum gewesen sein. Der Weltmeister wird zur Siegerehrung eskortiert. Ein sehr kämpferisches Rennen gefahren, hat Pace vom ersten Platz verdrängen müssen, hatte dann eine Stunde lang den Druck von Reutemann im Nacken, hat dann wegen eines Reifenschadens verlangsamen müssen und hat nach dem Boxenstopp noch den zweiten Platz herausgefahren. Reutemann hat hier in Interlagos schon 1972 gewonnen. Damals war es, wie gesagt, noch kein Weltmeisterschaftslauf. Hans hat gezeigt, dass er ohne Probleme die schnellste Kombination ist. Hans McLaren ist derzeit im Grand Prix vor 17. Hans hat auch heute geführt, genauso wie in Buenos Aires. Beim Brabham Alpha gibt es immer noch Kleinigkeiten oder Probleme, die das Team am Gewinnen hindern. Hier in Interlagos nicht gut gelaufen. Emerson Fittipaldi hat seinen vierten Platz von Buenos Aires bestätigt. Zweimal Vierter, das ist immerhin schon 6 Weltmeisterschaftspunkte. Platz 1 und 3 für Ferrari, Platz 2 für McLaren, dann 4. Coppa-Zucker, 5. Lotus und 6. Hello.